Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Ja, mein Name ist Marc Becks, ich bin Finanzvorstand der Masterflex SE. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Und Herr Becks, ein Zitat von unserem letzten Interview, das will ich gern gleich zu Anfang hier vor unser Interview stellen. Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan, hatten Sie mir gesagt. Wir hatten beide herzlich darüber gelacht und ich will das heute mal weiterdrehen. Will man einen CFO zum Lachen bringen, dann startet man schwungvoll ins neue Geschäftsjahr. Umsatz und Ergebnis bei der Masterflex deutlich gesteigert. Umsatz um 16% auf fast 27 Millionen. Das EBIT um 35% auf 4,1 Millionen Euro. Sie erwähnen in Ihrem Bericht vor allem den Bereich Luftfahrt. Wie kommt das? Luftfahrt ist bei uns ein traditionell eigentlich krisenunanfälliger Bereich in der Vergangenheit immer gewesen und ist dann durch die Corona-Pandemie richtig unter die Räder gekommen. Und seit mehreren Jahren erholen wir uns in der Luftfahrtbereich. Also wir liefern primär an Airbus 20, 30, 40.000 Euro in den Airbus hinein, in die Klimatisierung des Airbus, auch in Brauchwasserabfluss. Das ist ein sehr spannendes Geschäft, sehr individuelle Schläuche an der Stelle. Und man kann auch immer so sagen wir auch immer so, keine Airbus geht ohne uns in die Luft. Und wir liefern aber auch noch an andere Flugzeughersteller, aber Airbus ist sicherlich das Aushängeschild hier. Wir holen jetzt sozusagen das nach, was in der Corona-Pandemie wir verloren haben und sind jetzt auch schon so langsam darüber hinaus. Wichtig ist auch, dass die Luftfahrtindustrie weiter wächst, es auch einen gewissen Wechsel in den Maschinen gibt, hin zu Maschinen, die leichter sind, die einen geringeren Benzinverbrauch haben. Da spielen natürlich die Umweltthemen jetzt auch eine Rolle. Und wenn man hört, dass zum Beispiel die Lufthansa jetzt vor einem Rekordergebnis steht, sieht man auch, dass der internationale Tourismus als auch Businessverkehr weiterhin zunimmt. Also insofern sieht es so aus, die Luftfahrtindustrie ist gesund und davon partizipieren wir. Was uns hier am meisten bremst, ist eigentlich, dass wir begrenzte Kapazitäten haben. Sonst könnten wir dort eigentlich sogar noch mehr wachsen, weil der Auftragseingang ist sehr, sehr gesund. Da könnte man natürlich drüber nachdenken, die Kapazitäten zu erhöhen. Da sagt der Finanzvorstand, oh, das kostet. Nein, das liegt gar nicht so primär an uns. Es ist auch nicht ein sehr maschinengetriebenes Thema, sondern es ist noch teilweise wirklich Manufakturbetrieb, Handarbeit. Also da kommt es sehr stark auf das Know-how der Leute drauf an. Und jetzt kommt so ein Thema, was Sie auch sicherlich schon öfter hören. Man kriegt einfach kaum noch Leute. Und gute Leute, die auch so ein handwerkliches Geschick haben, was man bei uns braucht. Und das Thema Automatisierung in diesem Bereich ist schwierig, wobei es auch ein Thema ist, an dem wir arbeiten und hoffen jetzt auch in nächster Zeit vielleicht ein paar Schritte zu machen. Also insofern an uns liegt es nicht, sondern eher daran, wirklich Leute zu bekommen, diese auszubilden an den Produkten und dann sozusagen weiterzumachen. Gilt das auch bei Produkten für die Medizintechnik? Hier scheinen ja die Margen relativ hoch zu sein. Die Margen in der Medizintechnik sind grundsätzlich hoch. Das ist ja auch allgemein bekannt. Hier an dem Standort Halberstadt und Waldmichelbach, an denen wir produzieren, haben wir eigentlich ausreichend Leute. Aber perspektivisch, auch mit dem Wachstum, ist da natürlich auch immer ein gewisses Fragezeichen, ob wir dann auch für das weitere Wachstum dort die Leute bekommen. Bis jetzt sieht es noch gut aus, aber mal perspektivisch gedacht, wird das auch eine Herausforderung an diesen Standorten werden. Sie kennen ja die Themen Alterung der Gesellschaft. Wir stellen natürlich auch sehr spezielle Schläuche für die Medizintechnik her, Multijudenschläuche mit mehreren Kanälen und so weiter. Also insofern sind wir da schon ein sehr Spezialanbieter für medizinische Schläuche. Und das ist jetzt nicht so einfach, jemanden, der Schläuche für die Medizintechnik herstellt, den freundlich zu bitten, Mensch, willst du nicht in unseren anderen Bereich Luftfahrt wechseln? So einfach hin und her springen geht nicht? So einfach hin und her springen geht nicht. Das sind tatsächlich unterschiedliche Fertigungstechnologien, gerade zwischen Luftfahrt und Medizin, als auch zwischen Medizin und anderen Fertigungsverfahren, die wir haben. Manche liegen näher, manche weiter auseinander. Kernproduktionsverfahren, was wir haben, ist schon die Extrusion, aber die Spiralschlauchextrusion, die wir hier zum Beispiel in Gelsenkirchen haben, unterscheidet sich schon von der Glattschlauchextrusion, die wir bei der Nuroplast oder auch bei der APT in Düsseldorf. Also insofern so ein einfacher Switch zwischen den Leuten geht nicht. Und dann kommt natürlich noch die räumliche Entfernung mit rein. Die Standorte bei uns in Deutschland liegen ja schon durchaus weit auseinander. Und wenn man dann mal über den Teich denkt, dass zum Beispiel Amerika für uns produziert, dann hat man natürlich wieder dieses Thema Schläuche transportieren bedeutet Luft transportieren. Die sind ja zum Teil sehr groß und das macht dann auch ökonomisch nicht mehr so viel Sinn. Bei der Betrachtung der Weltkugel als Markt, da sticht Asien heraus. Was genau meinen Sie mit Asien? Meinen Sie damit China?
meinen wir primär China. Wir haben zwei Gesellschaften in Asien, einmal die chinesische Gesellschaft, die sowohl eine Vertriebs- als auch eine Produktionsgesellschaft ist, als auch eine Vertriebsgesellschaft in Singapur. Relevant von der Größenordnung ist primär China. Dort sind wir stark gewachsen. Das hängt auch damit zusammen, dass im letzten Quartal, Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel, China ja auch durch Corona-Lockdowns noch lange dicht war. Und da war auch unser Standort von betroffen, der dann teilweise 4, 5 Wochen am Stück geschlossen war. Das zog sich ein bisschen durch das gesamte Jahr. Insofern sind das auch gewisse, sagen wir, Corona-Nachholeffekte, die wir hier sehen. Grundsätzlich wachsen wir auch im weiteren asiatischen Bereich. Das zieht sich bis Australien. Also insofern sind wir da auch positiv in den nächsten Jahren weiter zu wachsen. Und neben dem Klassiker USA taucht auch Brasilien als wichtiger Markt auf. Was sind denn in Brasilien die besonderen Herausforderungen? Brasilien hat mehrere Herausforderungen. Es ist zum einen ja ein Hochinflationsland, was dann sicherlich immer wieder neue interne Herausforderungen bringt. Zudem sind die Einfuhrzölle sehr hoch. Auf die Entwicklung in Brasilien, auch wenn das vom Gesamtumsatz für den Konzern jetzt nicht so bedeutend ist, jetzt grundsätzlich sind wir aber trotzdem sehr stolz, weil wir dort den Dreh zu einem profitablen Geschäftsmodell geschafft haben. Das ist uns vor ein paar Jahren gelungen und das Team vor Ort macht da wirklich einen super Job, wirklich nur unsere hochspezialisierten Schläuche zu verkaufen, auch so, dass sozusagen die Widrigkeiten, die wir haben, die Einfuhrzölle, wie Inflation sozusagen kompensieren können, dadurch, dass wir wirklich dort Spezialitäten anbieten und wir mittlerweile in Brasilien auch EBIT-Margen haben, die sich durchaus mit dem Konzern messen lassen können. Das ist ein Dreh, der uns wirklich sehr, sehr froh stimmt. Ich sagte eingangs, Umsatz gesteigert 16%. Geht das in diesem Tempo auch weiter? Sie haben ja sicherlich auch die Auftragslage im Blick. Die Auftragslage bei uns momentan ist sehr gut, haben wir sogar im ersten Quartal ausbauen können, leicht ausbauen können. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Auftragseingang gehabt, als wir Umsatz gemacht haben. Ich denke, dass die Wachstumsraten, die wir jetzt in 22 gesehen haben, jetzt auch in 23 natürlich auch ein bisschen preisinduziert sind, allein um die inflationären Effekte, die wir auf der Rohstoffseite haben, jetzt für 23 ja auch auf der Lohn- und Gehaltsseite sehen, auffangen konnten. Insofern war das Wachstum nicht nur volumensgetrieben, aber auch volumensgetrieben. Wir sind schon positiv, dass wir weiter wachsen. Umgekehrt hört man ja auch überall, man muss ja nur die Zeitung aufschlagen, welche Krisen es auf der Welt gibt. Insofern sind wir da immer relativ vorsichtig und achtsam. Und der Auftragsbestand mit Größenordnung 24 Millionen bedeutet ja auch ungefähr ein knappes Quartal Umsatz. Also insofern unsere Reichweite mit dem Auftragsbestand ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, wir können schon relativ sicher sagen, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren ist sozusagen der Umsatz sicher, sondern wir leben da einen Ticken mehr von der Hand in den Mund. Das heißt, die Kunden stehen im Prinzip weiter auf Schlauch, nicht auf dem Schlauch. Wollen wir hoffen, sehen wir auch so. Ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Es gibt immer wieder viele spannende Projekte. Ich hatte jetzt auch in dem Earnings Call heute Morgen ein Projekt NEOM mal zum Besten gegeben, wo eine Stadt mit 100% sauberer Energie entsteht. Und da liefern wir Schrauben hin, die wir sozusagen in einem Prozess im Prinzip schützen, sodass die rostfrei bleiben. Und das passiert dadurch, dass wir einen Schrumpfschlauch auf die Schrauben bringen. Und da sieht man mal wieder, was für interessante Anwendungsgebiete es eigentlich gibt, wo man gar nicht denkt, dass da überhaupt Schläuche gebraucht werden. Und das kann man sich auch im Internet ganz gut angucken. Wirklich ein total spannendes Projekt, was auch bei uns so mit 500.000 Euro Umsatz in den Büchern steht, was für uns schon mal durchaus ein größeres Projekt ist. Und so Projekte kommen auch zu uns zum Teil und da hoffen wir, dass das in den nächsten Quartalen und Jahren auch so weitergeht und sind auch sehr zuversichtlich. USA und Singapur locken mit niedrigem Strompreis. Wollen Sie da tatsächlich hin? Ja, Singapur sind wir ja, nur produzieren wir dort nicht. Es gab tatsächlich schon mal Überlegungen, auch von Qualifikationspotenzial eventuell mal in Singapur zu produzieren, aber die Kostenentwicklung dieser Stadt geht in eine andere Richtung. Und Amerika sind wir ja mit einem Standort in Houston, Texas vertreten. Insofern produzieren wir dort. Wir werden aber auch tatsächlich öfter angeschrieben von anderen Gliedstaaten aus Amerika, ob wir vielleicht nicht dort Auffertigung machen wollen. Also die verschiedenen Staaten dort, die locken schon mit Subventionen, also das passiert dort so. Ich hatte es aber eingangs ja schon erwähnt, ich sage mal, in Amerika Schläuche zu produzieren, dann über den Atlantik hierhin zu transportieren, frisst, sagen wir, den Energievorteil mehr als auf.
Hat Wirtschaftsminister Habeck schon angerufen? Der hat doch für Sie extra den Strompreis gedeckelt. Angerufen hat er bei uns noch nicht. Ich glaube, da sind wir auch etwas zu klein und unter dem Radar. Wir haben natürlich auch bei einem Standort hier in Gelsenkirchen, was mit der größte ist, ein Solardach. Klar ist der Strom auch gedeckelt. Wir kommen aber jetzt hier in eine politische Diskussion rein und ich bin grundsätzlich eher Freund des freien Marktes und der freien Preisentwicklung und nicht von staatlichen Eingriffen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das führt jetzt für diesen Call nicht in die richtige Richtung. Dann wenden wir uns dem nächsten Thema zu: Weltmarktführer und Top-Innovator. Das sind so zwei Label, die einem entgegenspringen, wenn man sich auf Masterflex-Seite mal tummelt. Wie sieht sie denn aus, die Zukunft der Flow-Technologie? Also wir sehen die sehr, sehr positiv. Wir sehen uns jetzt, nachdem wir die 100 Millionen Umsatz erreicht haben, auf den Weg in Richtung der 200 Millionen Umsatz, die wir für 2030 in Aussicht gestellt haben. Das wird eine Mischung sein aus organischem Wachstum. Das, was wir eben sozusagen besprochen haben mit den bestehenden Märkten, den bestehenden Organisationen. Vielleicht kommen noch mal 1, 2 Länder hinzu, wo wir auch einen Markteintritt prüfen. Aber grundsätzlich ist das Setting hier, was wir haben, schon sehr, sehr gut. Und wir wollen unsere breite Produktpalette auch weltweit anbieten. Logischerweise funktioniert jeder Markt immer ein bisschen anders als der deutsche oder der europäische. Und zweites Standbein wird sein, Mergers Acquisition, also Akquisitionen anzugehen. Da sind wir immer dran. Das machen wir aber mit aller Vorsicht. Wir reden gelegentlich darüber oder das werden wir auch oft gefragt. Aber bis jetzt haben wir in den letzten Jahren nur eine Akquisition getätigt. Insofern gehen wir da sehr ausgewählt vor. Und das dritte Standbein, das werden wir jetzt im Frühsommer kommunizieren, wird sicherlich das Thema Digitalisierung, Ampius und Kreislaufwirtschaft werden. Da will ich aber jetzt noch nicht zu viel von erzählen, weil das soll Frühsommer kommuniziert werden. Das wird sicherlich auch noch ganz spannend. Insofern sehen wir uns da schon grundsätzlich gut gerüstet, auch in Richtung der 200 Millionen Umsatz in 2030 unterwegs zu sein. Muss man da nicht noch mehr rausgehen, also nicht nur aus sich rausgehen, sondern wirklich so körperlich rausgehen? Dortmund, Düsseldorf, Hamburg sind sicherlich schöne Städte, aber es sind die einzigen Messen, die ich finde auf masterflex.de. Messeauftritte, klar, sind teuer auf der anderen Seite. Da muss man natürlich gerade als CFO fragen, ob die ihren Preis wert sind. Also wir hinterfragen das tatsächlich, ob Messeauftritte ihren Preis wert sind. Wir haben da auch über das Marketing, über den Vertrieb, schauen wir uns die Themen genau an. Das heißt, wie viele neue Kunden kamen darüber rein, wie viele neue Anfragen, sagt man so im Vertriebsjargon, wie viele neue Leads sind sozusagen entstanden. Und insofern hinterfragen wir das jedes Mal bei einer Messe und ob das sinnig ist. Klar sind das Kosten, aber B, hat eine Messe natürlich auch einen Vorteil, man knüpft Kontakte, man sieht auch, was die Wettbewerber machen. Wir sind das einzige börsennotierte Unternehmen im Schlauchumfeld. Insofern erfährt man hier auch viel über den Wettbewerb, auch über andere Unternehmen, was hier passiert, auch über die Materialseite, weil wir sind ja sehr materialabhängig auch. Also insofern lohnen sich Messen grundsätzlich schon, vielleicht nicht immer direkt in Umsatz, aber das Know-how wird dadurch, was wir haben, schon breiter. Aber wir gehen nicht auf jede Messe. Der Finanzverstand von Masterflex zu den Zahlen zum ersten Quartal 2023 und zum Ausblick. Dankeschön. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.